Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Tja, ist schon blöd. Jetzt wollte ich heute mal ein Video filmen über die Gründe, warum man einen Freiwilligendienst machen sollte. Und jetzt finde ich mein Skript nicht mehr, weil das in einer von diesen Kisten ist. Du kannst eine neue Sprache lernen. Du kannst natürlich auch deine bekannte Sprache wie Englisch oder Spanisch oder Französisch einfach weiterentwickeln, die ganze Sprache üben. Denn wenn man in einem Land ist, wo man die Sprache nonstop sprechen muss, dann kommt man nochmal viel tiefer in diese Sprache rein und lernt auch Feinheiten von der Sprache noch besser kennen. Oder eben, man lernt eine neue Sprache. Es gibt auch viele Angebote, wo man eine neue Sprache lernen kann, wo dann ein Sprachkurs direkt integriert ist in dem Programm. Das erweitert natürlich einfach mega den Horizont und eine neue Sprache ist nicht nur auf dem Lebenslauf echt gut. Und wo wir schon gerade bei Sprache sind, mit einer Sprache ist natürlich auch immer eine Kultur verbunden. Du kannst in einem Jahr richtig in eine Kultur eintauchen, sie kennenlernen und die Kultur mit den Vor- und Nachteilen einfach sehen. Du kannst dann auch deine eigene Kultur an manchen Punkten einfach wertschätzen und an anderen siehst du, dass es andere Kulturen einfach anders machen. Vielleicht machen sie es besser, vielleicht machen sie es gleich gut, aber einfach anders. Und zu Kultur und Sprache gehören natürlich auch Menschen. Es müssen natürlich Menschen geben, die diese Sprache sprechen und die Kultur leben. Mit diesen Menschen kannst du dich einfach unterhalten, du kannst mit ihnen leben, deren Leben kennenlernen und du kannst viele Freundschaften schließen in diesem Jahr. Man glaubt gar nicht, wie schnell sich solche Freundschaften auch entwickeln. Und vielleicht hält ja die ein oder andere Freundschaft auch über die Grenzen hinaus. Vielleicht kann man mit der ein oder anderen Person auch noch wieder aus dem Heimatland Kontakt halten. In so einem fremden Land lernt man auch ganz viele neue Dinge. Das glaubt man gar nicht so, aber es funktioniert einfach vieles nicht so wie in Deutschland. Am meisten lernt man natürlich das Improvisieren, weil man einfach dort in dem fremden Land nicht die gleichen Gegebenheiten hat wie hier in Deutschland. Man kann zum Beispiel nicht einfach zum Bäcker gehen und Brot kaufen, beziehungsweise man kann das schon, aber es schmeckt halt nicht. Und manche Dinge lernt man auch einfach neu, weil sie dort zu der Kultur gehören und man sie vorher noch nicht kannte. Wenn man sich mit den Leuten dort beschäftigt und mit ihnen Freundschaften pflegt, dann kommt es automatisch dazu, dass man neue Dinge ausprobiert. Und das ist gut so. Bei so einem Auslandsjahr übernimmt man häufig auch Aufgaben, die man sich einfach sonst nie zugetraut hätte, die man nie von alleine angefangen hätte. Denn sei es, wenn man in der Schule arbeitet und plötzlich unterrichten muss, alleine vor einer Klasse steht auf einer fremden Sprache. Oder weil man plötzlich ein Kind in die Hand gedrückt kriegt und darauf aufpassen soll. Oder was auch immer. Bei vielen Sachen wird man einfach ins kalte Wasser geworfen und das ist auch gar nicht schlecht. Man kann sich selber austesten. Man hat ein Jahr Zeit, hat dort Raum und die Möglichkeiten, viele Sachen auszuprobieren, die einem vielleicht liegen, vielleicht aber auch nicht. Häufig ist so ein Jahr auch ein Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. Man erlebt vielleicht Freude, weil man was geschafft hat oder weil man eine neue Aufgabe angepackt hat. Man erlebt Freude, weil man neue Freundschaften schließen kann. Aber man erlebt vielleicht auch Trauer, weil man Heimweh hat oder weil man Zeuge von irgendwas ist, was man eigentlich nicht sehen wollte oder man sieht etwas, was man echt nicht gutheißen kann, wo man aber mitmachen muss. Man kann danach immer sagen, ey, in dem Land, da habe ich schon Schwierigeres geschafft oder Schlimmeres schon überlebt und gut überstanden. Dann schaffe ich das jetzt, was hier mein Problem ist, schaffe ich auch. Und noch ein letzter Punkt, der ist zwar vielleicht nicht ganz so wichtig, aber für viele vielleicht doch. Denn man hat einfach noch ein Jahr länger Zeit, um sich zu überlegen, was man danach machen will. Viele sind ja jetzt 18, wenn sie das Abitur machen. Und auch mit 19 weiß man noch nicht zwingend, was man danach wirklich machen will. Oder vielleicht weiß man auch nur so ungefähr, in welche Richtung man geht. Vielleicht auch noch nicht mal das. In dem Jahr hat man einfach Zeit, sich auszuprobieren in verschiedenen Situationen. Man kann einfach austesten, was einem gefällt. Man kann auch nochmal in sich gehen, hat noch ein Jahr länger Zeit, um sich zu überlegen, was man eigentlich danach machen will. Das waren auch schon meine 7 Gründe, warum man einen Freiwilligendienst im Ausland machen sollte. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr Gründe, warum man das machen sollte. Und es gibt natürlich auch welche dagegen. Mein Fazit ist, es war gut, dass ich im Ausland war. Ich habe viel gelernt, viel erlebt und diese Erfahrungen, die kann mir keiner mehr nehmen. Und ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben nochmal Zeit habe, für ein ganzes Jahr ins Ausland zu gehen, um dort an einem Punkt zu arbeiten und zu lernen und die Leute kennenzulernen.
Ich kann es jedem nur empfehlen. Es gibt die Möglichkeit, sich vom Staat finanzieren zu lassen. Der Staat zahlt ungefähr die Hälfte von den Kosten für seinen internationalen Jugendfreiwilligendienst, wenn er über einen Träger läuft, der angemeldet ist. Sucht euch da ein Land und ein Projekt, wo ihr euch gut vorstellen könnt, dass ihr da reinpasst. Und probiert es einfach aus. Auch dort wird man nicht alleine gelassen, sondern man hat nochmal Reflexionstage. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, kommt auf mich zu. Ich war selber in Peru, vielleicht mache ich nochmal ein Video darüber, wie es mir so ergangen ist. Schreibt mir einfach Fragen, dann kann ich mich vielleicht da ein bisschen dran aufhängen. Ansonsten kann ich nur sagen, liked dieses Video, abonniert mich. Es gucken so viele Menschen meine Videos, ohne mich abonniert zu haben. Also einfach abonnieren, die Glocke anschalten, dann wisst ihr immer, wann ein neues Video von mir online gegangen ist. Ansonsten verlinke ich euch hier noch 2 Videos. Das eine wird euch YouTube vorschlagen, was das Beste für euch ist. Und das andere, das wird das Peru-Video sein, wo ich meine Rundreise durch Peru ein bisschen in Bildern festgehalten habe. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.